unserem letzten Tutorium haben wir Tempel und Schreine errichtet und somit den Zugang zu religiösen Einrichtungen für unsere Bürger ermöglicht. Wir haben nun unterschiedliche Entwicklungsstufen unserer Wohngebäude. Diese feste Karte kann sich nicht weiterentwickeln, da sie Zugang zu einem Wasserträger, also zu einer Zisterne, benötigt. Diese feste Karte kann sich nicht weiterentwickeln, weil die Attraktivität zu schlecht ist. Und diese einfachen Hütten haben noch nicht mal Zugang zu den primitivsten Formen der Wasserversorgung. Kümmern wir uns erstmal um die Attraktivität. Einige Gebäude haben eine positive Wirkung auf die Attraktivität. Dazu gehören Tempel, Schreine, unser Stadtpalast und unser persönlicher Wohnsitz zum Beispiel. Gebäude der Landwirtschaft, Produktionsgebäude und des Militärs haben dagegen eine sehr schlechte Wirkung auf die Attraktivität. Von daher sollte man die immer in einem entsprechenden Abstand zur Stadt errichten. Deswegen habe ich hier zum Beispiel Silo und Arbeitslager etwas weiter weg errichtet. Wir haben hier unter den öffentlichen Einrichtungen den Button Verschönerungen. Die einfachste Art, die Attraktivität zu erhöhen, ist der Bau von Gärten und von Plätzen. Gärten sind ein Feld groß und können überall in der Karte errichtet werden, auch in den unfruchtbaren Gebieten. Und wie bei Caesar 3 kann ich die Gärten einzeln bauen oder linke Maustaste gedrückt halten, ganze Gartenbereiche errichten. Plätze kann ich nur auf befestigten Straßen errichten. Im Gegensatz zu Caesar 3 müssen also unsere Trampelpfade sich schon etwas weiterentwickelt haben. Das sehen wir hier an diesen gepflasterten Straßen. Das heißt, hier ist die Attraktivität schon erhöht worden durch den Bau der Tempel. Und ich kann jetzt einen Platz auch nur hier entsprechend errichten. Hier geht es nicht. Das ist eine Neuerung bei Pharao und da müssen wir einfach darauf achten, dass sich erst befestigte Straßen entwickeln. Wir haben aber auch die Möglichkeiten, Statuen zu errichten. Wir haben 3 Größen, die kleine, mittlere und große Statue. Und hier gibt es einen kleinen Trick. Ihr könnt durch das Drücken der R-Taste unterschiedliche Statuen euch aussuchen und die Richtungen ändern. Hier können wir sehen, es gibt 4 verschiedene Statuen und dann drehen sie sich und dann haben wir nochmal die 4 Statuen. Und so kann ich nicht nur die Statue aussuchen, sondern auch die Richtung entsprechend anpassen. Das gleiche gilt natürlich für die mittlere. Und natürlich die große. Ich werde jetzt erstmal um den äußeren Straßenring nochmal eine Straße errichten, sodass wir hier eine doppelte Straße haben. Das hat 2 Gründe. A, kann ich hier die Attraktivität durch Plätze noch erhöhen und ich brauche die doppelte Straße für unsere späteren Unterhaltungseinrichtungen. Ja, dann errichten wir doch mal ein paar Statuen. Ja, diese Vogelstatue, die ist ja zum Beispiel sehr gut. Ja, und dann würde ich auf der anderen Seite das genauso machen. So, hier müssen wir natürlich dann so drehen, dass sie sich gegenüberstehen. Und wir sehen jetzt hier, wie sich die gepflasterten Straßen entwickelt haben. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir doch noch ein paar Plätze. Ja, und wir sehen jetzt bei dieser festen Karte, dass die Attraktivität verbessert ist und dass sie jetzt auch Zugang zu einem Wasserträger benötigen. Bei den Spezialkarten haben wir hier unter Verwaltung den Button Attraktivität. Den können wir anklicken und dann können wir sehen, wie attraktiv das Gebiet für unsere Bürger ist. Was wir sehen, dieses Gebiet ist ganz nett, aber nicht sehr attraktiv. Naja gut. Dann haben wir hier weder schlecht noch gut. Naja gut, da können wir noch ein bisschen was dran tun.
Aber hier könnt ihr dann halt sehen, je hellbrauner diese Fläche wird, desto höher ist die Attraktivität. Ja, die Attraktivität haben wir erhöht, sorgen wir jetzt für frisches Wasser aus einer Zisterne. Das finden wir hier, Gebäude für Gesundheit und Hygiene. Und da brauchen wir die Zisterne. Und die Zisterne braucht auch Zugang zum Grundwasser. Die setze ich jetzt hier hin. Und wenn die Zisterne nun genug Arbeitskräfte hat, entsendet sie einen Wasserträger, der dann entlang der Straße die Wohngebäude mit Wasser versorgt. Und das ist der Grund, weswegen wir hier diese Wohngebäude in unfruchtbarem Gebiet errichten können, weil der Wasserträger entlang der Straße alle Gebäude versorgt, unabhängig davon, ob sie in einem unfruchtbaren oder fruchtbaren Gebiet liegen. Und da sehen wir unseren Wasserträger, wie er jetzt hier entlang geht und unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Da ist er. Und jetzt kriegen auch diese Gebäude, die keinen Zugang zum Wasser hatten, ihr Wasser und können sich entsprechend weiterentwickeln. Ist die Zisterne aktiv und die Gebäude werden mit dem Wasser aus der Zisterne versorgt, sind die Brunnen hier nicht mehr in Funktion. Das sehen wir daran, dass der Brunnen nicht mehr blau unterlegt ist. Dann können wir entsprechend die Brunnen entfernen und können den Platz hier mit Parzellen auffüllen. Jetzt haben wir ja schon relativ viel hier in unserer Stadt errichtet. Allerdings finanzieren wir ja unsere Stadt momentan ja noch gar nicht, weil wir kein Geld generieren können. Geld können wir über zwei Methoden generieren, einmal über den Handel und einmal über die Steuern. Um Steuern einzutreiben, benötigen wir als erstes den Stadtpalast. Den finden wir hier unter den öffentlichen Einrichtungen. Hier der Großstadtpalast. Und ihr seht, der ist auch recht teuer mit 1440 Deben. Können wir auch nur einmal errichten. Und was auch wichtig ist, er muss im Gebiet errichtet werden, wo wir Grundwasser haben. Also hier geht es nicht. Und hier haben wir noch eine kleine Ecke, wo Grundwasser besteht. Dann können wir ihn hier entsprechend errichten. Der Großstadtpalast ist die Verwaltungsstelle in unserer Stadt. Und nun haben wir die Möglichkeit, wenn wir auf dieses Gebäude mit der Maus draufgehen, die Arbeitslosigkeit zu sehen und die Wertungen sowie den Steuersatz. Der Großstadtpalast entsendet keine Steuereintreiber wie bei Caesar 3. Wir müssen also ein separates Gebäude dafür errichten. Das finden wir auch hier bei den öffentlichen Einrichtungen, und zwar das Steuereintreiberbüro. Das setzen wir jetzt hier hin und dann können wir den Zwischenraum hier mit Gärten verschönern. So, das ist auch aktiv und dann sehen wir hier schon den Steuereintreiber, der jetzt Geld von unseren Bürgern entsprechend eintreibt. Dafür müssen wir allerdings hier in unseren Finanzberater gehen und müssen natürlich die Steuern jetzt hochstellen. Ich würde mal sagen auf 9%. Ja, und unsere Finanzen sehen im Moment noch relativ übersichtlich aus. Wir haben keine Einkünfte, dafür Ausgaben, Löhne und Bau. Und es ist eigentlich genauso aufgebaut wie bei Caesar 3. Ich gehe dann nochmal im Detail, wenn wir anfangen zu exportieren, drauf ein. So, wir haben eine ziemlich hohe Arbeitslosigkeit. Ich werde jetzt noch weitere Tempel errichten für die anderen Gottheiten. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir bauen hier den Festplatz hin. Den möchte ich gerne hier an der Stelle haben. Da passt das wunderbar hin. So, und dann müssen wir natürlich noch einen Tempel für Part bauen. Einen Tempel für Seth. Dann einen Tempel noch für Bast.
Und dann bauen wir natürlich noch einen Tempel für Re, weil Re ist unser Schutzgott. Ja, sehr gut. Das möchte ich aber auch jetzt noch schützen. Mit einer Feuerwache und einem Architekturbüro. Das ist sonst ein bisschen wenig, was wir an Schutz haben. Ja, ich finde, unsere Stadt sieht doch schon richtig gut aus. Wichtig ist jetzt, sobald wir das erste Geld erwirtschaften, entweder durch Handel oder durch Steuern, wächst die Kriminalität. Auch hier Spezialkarten, Risiken haben wir die Kriminalität. Und dann sehen wir schon, wie jetzt hier entsprechend die Säule nach oben geschnellt ist. Da wird sie jetzt schon gelb und wenn wir Pech haben, wird eine kriminelle Bande entweder in ein Steuereintreibebüro oder in den Palast einbrechen und Geld klauen, was dann tatsächlich hier von unserer Stadtkasse weggeht. Wie können wir das verhindern? Wir müssen hier unter den öffentlichen Einrichtungen den Polizeiposten errichten. Den errichten wir jetzt hier. Und der Polizeiposten ist so ähnlich wie der Präfekt bei Caesar 3. Er sorgt für Ruhe und Ordnung. So, er ist jetzt besetzt und da sehen wir den Polizisten mit der blauen Haube. Wenn wir jetzt hier auf Kriminalität gehen, sehen wir, wie die Gefahr minimiert wird. Ganz wichtig, sobald wir Geld erwirtschaften, müssen wir Polizeiposten bauen, damit unser Geld nicht von Dieben geraubt wird. Ja, unsere Gebäude haben sich jetzt weiterentwickelt. Wir haben jetzt das kleine Häuschen. Und das kleine Häuschen kann sich erst weiterentwickeln, wenn wir genügend Unterhaltung haben. Unsere Unterhaltungseinrichtungen finden wir hier unter dem gleichnamigen Button. Wenn wir diesen anklicken, können wir sehen, was uns zur Verfügung steht. Wie ich schon erwähnt habe, finden unsere Unterhaltungsdarbietungen auf der Straße statt. Wir müssen also diese Bereiche auf den Straßen errichten. Das ist die Bühne, der Musikpavillon und der Pavillon. Die Bühne ist der kleinste Bereich in den Größen 2x2. Wie gesagt, muss er auf eine Kreuzung errichtet werden. Ich habe das jetzt hier mit den Pfeilen einmal entsprechend dargestellt. Auf der Bühne können nur Jonglierer ihre Künste darbieten. Dafür müssen wir eine Jonglierschule entsprechend errichten. Der Musikpavillon ist der nächstgrößere Veranstaltungsort. Er ist 3x3 groß. Neben den Jongleuren finden auch hier Musiker einen Platz. Für die Musiker müssen wir ein Konservatorium errichten. Auch der Musikpavillon muss auf eine Kreuzung errichtet werden, die ich hier durch die Pfeile entsprechend gekennzeichnet habe. Die größte Unterhaltungseinrichtung ist der Pavillon. Er ist 4x4 Felder groß und neben Musikern und Jongleure können hier Tänzerinnen ihre Kunst darbieten. Für die Tänzerinnen müssen wir eine Tanzschule errichten. Auch der Pavillon benötigt eine spezielle Kreuzung, um errichtet zu werden, die ich hier auch nochmal gekennzeichnet habe. Der Bau dieser Bühnen und Pavillons ist etwas knifflig und man muss etwas herumexperimentieren, um sie geschickt zu platzieren. Es werden Arbeitskräfte benötigt, das passt sehr gut, weil ich werde jetzt hier einige Parzellen wieder ausweisen, da wir ja jetzt Unterhaltungseinrichtungen bauen wollen. Bevor wir das aber machen, möchte ich einmal ganz kurz bei den Risiken die Feuergefahr sehen. Und ich müsste hier in diesem Bereich, glaube ich, noch eine Feuerwache bauen. Da immer mal wieder drauf schauen, dass euch nicht wichtige Gebäude in Flammen aufgehen. So, die baue ich dann jetzt hier hin, dann sollte das gesichert sein. So, und ich stelle gerade fest, dass wir für Osiris noch einen Schrein bauen müssen, damit die gleiche Anerkennung und Huldigung bekommt wie die anderen lokalen Gottheiten. Das machen wir ganz schnell hier. Das kommt dann jetzt hier hin. Sehr gut. Ja, errichten wir unsere erste Unterhaltungseinrichtung, die Bühne.
So, dafür werde ich jetzt hier eine Verbindung schaffen und werde jetzt hier die Bühne errichten. So, und jetzt kann man sehen, ich könnte sie so errichten, ich könnte sie aber auch so errichten. Ich werde sie so bauen und werde dann direkt hier eine Sperre errichten, wieder, damit unsere Dienstleister aus dem inneren Bereich nicht hinausgehen können. So, jetzt haben wir hier unsere Bühne. Die Bühne selber braucht Arbeitskräfte, nämlich 8. Und wir müssen natürlich das Gebäude bauen, welches Jongleure entsprechend ausbildet. So, dann werden wir jetzt hier die Jonglierschule bauen. Wie bei Caesar 3 würde ich sie etwas weiter wegsetzen, damit unsere Jongleure auch entsprechend einen weiteren Weg gehen müssen zur Bühne und somit an vielen Wohnhäusern vorbeigehen. Denn nur so bekommen unsere Bürger den Zugang zu dieser Unterhaltungseinrichtung. Ja, momentan fehlen uns dann jetzt Mitarbeiter, aber das sollte sich jetzt ja gleich ändern, wo wir jetzt hier neue Parzellen ausgewiesen haben. Zudem können wir jetzt hier auch diese Lücken ausfüllen. So, und dann sehen wir schon, die Jonglierschule ist jetzt in Betrieb. Und da sehen wir unseren ersten Jongleur, der sich jetzt auf den Weg macht zu seiner Arbeitsstätte, zur Bühne. Und wir sehen, wie sich unsere Gebäude entsprechend weiterentwickeln. Wir haben jetzt das bessere Häuschen. Und das bessere Häuschen möchte weitere abwechslungsreiche Unterhaltung haben. Die Prioritäten unserer Unterhaltungseinrichtung können wir auch hier sehen. Wir beginnen mit der Bühne und den Jongleuren, als nächste Stufe der Musikpavillon mit den Musikern und als letzte Stufe der Pavillon mit den Tänzerinnen. Ja, und wenn jetzt unsere Bürger noch weitere Unterhaltung benötigen, müssen wir jetzt einen Musikpavillon errichten. Den Musikpavillon errichten wir hier. Dafür nehme ich jetzt hier die Sperre weg und baue jetzt den Pavillon hier hin. So, und jetzt seht ihr den Grund, warum ich das hier doppelt ausgebaut habe. Ich muss die Sperre hier hinbauen. Wenn ihr die Unterhaltungseinrichtung hier baut, seht zu, dass ihr so wenig wie möglich Sperren hier errichtet. Ja, für unseren Musikpavillon benötigen wir natürlich auch noch Musikerinnen. Dafür brauchen wir das Konservatorium. Das Konservatorium errichten wir jetzt hier. Ja, und da sehen wir schon, das Konservatorium ist in Betrieb und bildet jetzt Musikerinnen aus, die dann hier auf diesem Musikpavillon musizieren. Da sind sie. Wir können hier bei den Spezialkarten auf Unterhaltung gehen. Dann können wir einmal gesamt sehen, was wir hier haben. Und dann sehen wir auch die entsprechenden Unterhaltungskünstler, die die Straßen entlang gehen. Ja, und wir sehen jetzt hier, dass jetzt entsprechender Zugang schon besteht. Das kann man jetzt nochmal hier auf Jongleure machen. Da sehen wir, dass alle Gebäude Zugang zu Jongleuren haben. Ja, und bei den Musikerinnen, da dauert das noch, bis hier entsprechend Musiker entlang gehen. Bei unseren Aufsehern haben wir hier den Aufseher der Unterhaltung. Und da können wir halt sehen, wie viele Unterhaltungseinrichtungen wir errichtet haben und für wie viele Personen dieses ausreicht. Ja, und wie die Versorgung ist. Es ist also genauso wie bei Caesar 3. Ich hoffe, dass unsere Bürger nun zufrieden sind. Wir schauen mal. Ja, wir haben das bessere Häuschen und das bessere Häuschen braucht nun die ersten Güter, die wir entsprechend herstellen müssen oder importieren, nämlich Töpferware. Mit dem Thema Produktion und Handel werden wir uns dann im nächsten Tutorium beschäftigen. Ich sage Tschüss, bis bald, euer Dominus.